Hello everybody. Today we are making potato soup. Now potato soup is very well loved in my family and I loved it as a child as well. Now however, the soup I'm making today is quite different from the one that my Oma made. Heute gibt es Kartoffelsuppe und die ist in meiner Familie sehr beliebt. Allerdings die Suppe, die ich heute mache, die habe ich als Kind nicht gekannt. Meine Oma hat die Kartoffelsuppe mit ein bisschen ausgelassenen Speck gemacht. Wir machen sie allerdings mit Fleischkloesschen. The soup that my grandmother made was with a little bit of fried up bacon. However, the soup that we're making today is with meatballs. So I already have a pot of peeled potatoes. Now, this is about 1 kilogram of potatoes, and I cut them in small pieces simply because they cook faster. So this is the last potato that goes into the pot. And what else goes into the pot is Suppengrün. So das ist ungefähr 1 Kilogramm Kartoffeln. Die habe ich in kleine Würfel geschnitten, einfach weil sie schneller kochen. Und das Einzige, was wir noch dazu brauchen, ist mein Suppengrün. Das ist ein Suppengrün. Ja, und ich habe auch ein Video, wie man ein Suppengrün hier in Kanada machen kann oder überhaupt irgendwo in der Welt. I have a video that will show how to make a Suppengrün anywhere in the world, including here in Canada. In my case, it's a frozen Suppengrün and it goes right into the potatoes. Now let's take the pot to the stove. Der Topf kommt jetzt auf den Herd, die Flamme anmachen und eine gute Prise Salz. Und das wäre es erstmal. Jetzt warten wir circa 20 Minuten, bis das alles schön weich gekocht ist. Und dann werde ich Ihnen zeigen, wie es weitergeht. So, this is it for now. The Suppengrün and the potatoes have to boil and cook approximately 20 minutes. That's how long it'll take for them to cook through. So my potatoes are almost done. Die Kartoffeln sind fast fertig, aber ich wollte in der Zwischenzeit noch etwas zeigen. I just wanted to show you something in the meantime. Look at this. This is my potato soup recipe. Now it's a little bit simplified, but it is in essence what it is. Now my son and his wife had my daughter-in-law's sister, Tanya Voigt, who lives in Saskatchewan, is an amazing artist, graphic artist, and they were telling them all about stuff I do, including my potato soup. And Tanya made that. And she wrote, "All recipes are served with a spoonful of love." Oh, isn't that lovely? Anyways, so thank you to Martin, Pam, and Tanya. This is my potato soup. So let's go over to this stove, but before we do that, I wanted to show you the meatballs I made yesterday, and there will also be a video on that. Now the fat that rose to the top is now cold because these were in the fridge overnight and we don't really need that extra fat. So now let's go over to the stove and take a look at the potatoes. I put these in the meantime on a higher flame because I wanted to cook them nice and fast. And yes, they're nice and soft. As you can see, quite mushy. And that's exactly the consistency we want. Here is what we do. We drain off the cooking water, das Wasser, in dem wir die Kartoffeln und das Suppengrün gekocht haben, gießen wir jetzt ab, aber nicht wegwerfen. Nur abgießen. Dann möglicherweise brauchen wir das noch. Jetzt nehmen wir noch einen schönen gehäuften Esslöffel Butter dazu. A nice heaping tablespoon of butter.
And salt we're gonna add later because we're not quite sure yet how much we need. Erstmal nur Pfeffer, das Salz kommt später rein. Und jetzt den Kartoffelstampfer benutzen. And now the potato masher. Jetzt tun wir die Brühe, mit der ich die Klößchen gemacht habe, in die Kartoffeln rein, anstelle von dem Wasser. Und das Wasser behalten wir nur, falls ich nicht genug Flüssigkeit hier habe. Wollen mal schauen, wie das aussieht. Schlecht zu sagen im Moment. Wir wollen es, und jetzt kommt es wieder darauf an, wie Sie es möchten. Möchten Sie die Suppe ein bisschen dicker haben, dann haben wir schon fast genug. Möchten Sie die Suppe mehr dünner haben, dann müssen Sie noch ein bisschen vom Kartoffelwasser dazu gießen. So, und jetzt gieße ich noch fast alles hier rein. Ja, das sieht schon wunderbar aus. Und das gibt natürlich auch mehr Geschmack. I'm pouring almost everything in it and maybe even all of it. And it gives it a nice taste. So, and now the dumplings go in. Yeah, that is the right consistency. Last but not least, zuletzt, aber nicht 100%ig zuletzt, denn ganz zuletzt ist das Salz. Totally the last would be the salt. This is frozen parsley because this is January now and I didn't go to the market to buy fresh parsley and I don't have any in the garden at the moment. And I always have, very much like I do with the Suppengrün, I always have frozen parsley in the freezer because it defrosts just like fresh and it's fabulous. So now this pot is going back onto the stove because now the meatballs, and I'm going to put that on low heat now because I don't want to burn this. And the meatballs just basically need to warm through now because they're fully cooked. And now it's time to test for salt. And I'm willing to bet we need lots of salt. So, jetzt müssen wir abschmecken, ob genug Salz drin ist. Und ich bin überzeugt, da muss noch Salz dazu kommen. Wollen wir mal schauen, ob es stimmt. Erstaunlicherweise gar nicht so viel. Ich weiß auch genau warum, weil da ja schon Salz in der Brühe mit drin war. Aber etwas müssen wir doch noch brauchen. Ein bisschen, eine Prise, eine schöne Prise tun wir doch noch rein. Und während es köchelt jetzt, müssen wir so ein bisschen ganz vorsichtig das immer so ein bisschen rühren, damit es nicht anbrennt. Und möglicherweise brauchen wir vielleicht doch noch ein bisschen von dem Kartoffelwasser. Naja, müssen wir sehen. Ansonsten haben wir alles da. Und dann werden wir das jetzt mal ein bisschen köcheln lassen. Total wunderbar. And I'm still holding on to the potato water because this is a bit thick. Let's see if we need to thin it out a little bit. So, die Suppe ist jetzt fertig. The soup is done. So we pureed the soup greens and the potatoes. We added the broth from the meatballs that we made yesterday, and there is a video as a reference for that. And we reserved the potato water. And now that it's simmered for a little bit to heat through the meatballs, I find it a little too thick. So I'm adding a little bit of the potato water. And if you don't eat this the same day, it keeps fabulously in the fridge, but it gets a bit thicker because the starches develop. At least that's what I think it is. So wenn Sie das nicht am gleichen Tage essen, wird es dicker im Kühlschrank. Ich nehme an, dass die Stärke dann sich weiterentwickelt, aber ob das stimmt, weiß ich nicht, das denke ich mir nur. So, jetzt sind wir fertig. So, die Suppe ist fertig, the soup is ready to eat.
a nice big ladle with some nice big dumplings or meatballs and a little bit of the frozen or fresh if you have parsley on top. Eine schöne Schüssel mit Kartoffelsuppe und Fleischklößchen und dann noch ein bisschen gefrorene Petersilie. Wenn Sie frisch haben, ist natürlich besser. Obwohl, die schmecken genau gleich. Und man kann auch sehen, wie schön die Farbe sich hält. So, das ist die Kartoffelsuppe, die meine Kinder so gerne mögen. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. I wish you a bon appetit. Till next time. And if you indeed like this, please like us and subscribe. That would be wonderful. I'm really enjoying myself, showing you my dishes and making these for my children so that they can have them for a long time to come. Guten Appetit.